Okay. Well, it's really, really wonderful to see some of you. I can't see all of you. Es ist so wunderbar, euch alle zu sehen. Ich kann euch zwar jetzt nicht alle sehen. And as Robert was singing, I was having a tremendous pain in my heart, thinking how I missed tabernacles with you all. Und als Robert gesungen hatte, habe ich richtigen Schmerz in meinem Herzen gehabt, weil ich ja zu Laubhütten nicht wie geplant in Deutschland sein konnte. And I trust our Father will open the way for us in the future. Ich vertraue, dass der Herr uns wieder den Weg öffnen wird in der Zukunft. We know that the world we are living in now is very crazy. Wir wissen, dass die Welt, in der wir jetzt gerade leben, ein bisschen verrückt ist. And there is a constant temptation to be drawn into how to deal with what the world is throwing up to us. Und die Versuchung ist ständig groß, dass wir da reingezogen werden in dem, was die Welt da anscheinend mit uns allen vorhat. But the things that we have been learning over the last few years about our Father and how wonderful He is. Aber was wir in den letzten Jahren über unseren Vater gelernt haben, wie wunderbar er is the thing that really absorbs my mind more than anything else. Ist etwas, was meine Gedanken also mehr beschäftigt als alles andere. The only way to prepare for what is coming. Die einzige Art und Weise, wie wir uns vorbereiten können auf das, was auf uns zukommt, is to have the absolute assurance of the peace of Christ in our hearts. Ist, wenn wir die absolute Sicherheit in unserem Herzen haben, dass Christus in uns ist. So that we can give the right testimony to the world. Damit wir der Welt auch das richtige Zeugnis geben können. I just wanted to give a little bit of background before I get into my presentation. Ich möchte euch noch ein bisschen Hintergrund geben, bevor ich meinen Vortrag anfange. The reason that I was able to come to Europe 6 years ago was because Sister Jutta invited me to come back then. Also der Grund, warum ich vor 6 Jahren nach Europa gekommen bin, ist eigentlich, weil die Schwester Jutta mich damals eingeladen hat. For which I'm very, very thankful that I was able to come to Europe in 2014. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich 2014 nach Europa kommen konnte. And it was a wonderful thing to meet Georg and Julia and Franziska in 2015. 2015 war es wunderbar, dass ich Georg und Franziska und Julia treffen konnte. And of course a number of others. And we had a small group, and I'll let you translate, sorry. Ja, okay. Und natürlich habe ich auch viele andere von euch kennengelernt. Wir waren eine kleine Gruppe. And now to see the family has grown tremendously is it's a wonderful thing. It's a real Und es ist blessing. wunderbar zu sehen, dass die Familie jetzt ganz schön gewachsen ist. We have been seeking to understand the character of our Father for many years. Seit vielen Jahren haben wir versucht, den Charakter unseres Vaters zu verstehen. And I read a book in 2014 that was in Jutta's library. Ich habe 2014 ein Buch gelesen, das war in Juttas Bücherregal. Light on the Dark Side of God. Das heißt, ist ein englisches Buch, gibt es noch nicht auf Deutsch, das heißt aber auf Deutsch übersetzt Licht auf der dunklen Seite Gottes. And I'm sure through the prayers of Jutta and those that were with her that suddenly it occurred to me. Und ich glaube, es war durch die Gebete von Jutta und auch ein paar anderen, dass es mir auf einmal klar wurde. That Jesus is the full expression of the character of God. Dass Jesus der volle Ausdruck des Charakters Gottes ist.
But how to prove this theologically was the task that I set myself to do over the following years. Aber das alles theologisch zu beweisen, war die Aufgabe, die ich mir dann in den nächsten Jahren gestellt habe. And how to explain these stories in the Old Testament. Und wie man diese Geschichten im Alten Testament alle richtig erklären kann. And so it is appropriate that in 2016, so ist es also passend, dass ich im Jahre 2016 that during the Feast of Tabernacles in Germany, that the light came to me how to solve many of these problems. Da war es, als ich auch wieder in Deutschland 2016 war zum Laubhüttenfest, da kam ein spezielles Licht zu mir darüber, wie wir viele Probleme im Alten Testament lösen können. And this is what we have come to understand to be the mirror principle. Und das ist, was wir jetzt verstehen als das Spiegelprinzip. And I cannot express to you the joy that these things have given to me in understanding our Father. Und ich kann euch nicht ausdrücken, wie viel Freude mir das gegeben hat in dem Verständnis unseres Vaters. For those of you who have been studying this message and reading the books, für diejenigen von euch, die die Botschaft studiert haben und die Bücher gelesen haben, I think you would understand when I say every morning I wake up with such joy in my heart. Die verstehen vielleicht, wenn ich euch sage, jeden Morgen wache ich auf und ich habe so eine Freude in meinem Herzen. That my Father has never wanted to harm me or ever condemned me. Dass mein Vater niemals die Absicht hatte oder haben wird, mich zu verletzen oder mir Harm zu tun oder mich zu verdammen. I really can't put it into words. Ich kann das kaum in Worte fassen. And to be able to release the book as you judge. Und dass ich jetzt dieses Buch herausgeben konnte, wie du richtest. I just put the link in the chat. Ich habe den Link da jetzt in den Chat gestellt. Auf Deutsch. The principles contained in this book are amazing for me personally. Also die Prinzipien, die in diesem Buch ausgelegt sind, sind für mich einfach erstaunlich. But for anybody who's been studying this message for a little bit of time, aber für jeden, der seit einiger Zeit diese Botschaft studiert hat, you begin to realize how difficult it is to explain this to someone that is new. Ja, dann merkt man, wie schwierig es doch ist, so etwas jemandem zu erklären, der noch das nicht kennt, der neu in dieser Sache ist. It takes time to have your mind changed. Es braucht eine Zeit, bis du dein Denkmuster verändert hast. And also to confront your own feelings. Und auch deine eigenen Gefühle zu überwinden. For many of us, we have had people in our lives that have hurt us. Weil viele von uns haben Menschen um uns herum, die uns verletzt haben. And sometimes in the past, we may think, it would be nice for some people to burn for their sins because of what they did to us. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit sogar manchmal gedacht, es wäre schön für den, wenn der brennt für die Sünden, die er mir angetan hat. And this is why it's hard for many people. Deswegen ist es für viele vielleicht schwer. And now we know that our Father does not harm anyone. Jetzt haben wir verstanden, dass unser Vater niemanden irgendein Leid antut. Now we have to love our enemies. Jetzt müssen wir unsere Feinde wirklich lieben. We have no choice now. Wir haben keine andere Wahl. And this is a great test. Das ist eine große Prüfung. Because, as we all discover, we have enough trouble loving our family and our friends. Weil, wie wir ja auch schon erlebt haben, manchmal kostet es uns schon Schwierigkeiten, unsere Familie und unsere Freunde richtig zu lieben. And so we are facing some tests together. So, zusammen sind wir also dabei, im Moment einige Prüfungen zu durchleben. I was mentioning on Facebook the other day. Ich habe kürzlich auf Facebook etwas geschrieben. That to realize that God does not judge or condemn anybody negatively.
wenn es uns klar wird, dass Gott niemanden auf irgendeine negative Weise richtet oder verurteilt. It is revealing to me what a sinner I am. Das ist etwas, was mir offenbart, was ich doch für ein Sünder bin. My whole mind is consumed in judging, assessing other people. Mein ganzes Denken ist oder war damit beschäftigt, andere Leute zu beurteilen. And this is really testing me to break free of this need to condemn other people. Und das prüft mich wirklich, dieses Bedürfnis davon, frei zu werden, andere zu richten. And all of us have different ways in which we are tempted to condemn others. Jeder von uns hat verschiedene Wege oder verschiedene Art und Weise, wie wir versucht sind, andere zu richten oder zu verurteilen. And I know that all of us are facing some tests on this. Ich weiß, dass alle von uns Prüfungen haben über dieses. We live in cultures that are very condemning of people. Wir leben in Kulturen, die sehr verurteilend sind über andere. And therefore, for any person who would put his hand up and indicate that maybe that he is called of God to lead or to guide the message of truth, Also für jeden von uns, der vielleicht die Hand heben würde und denken würde, er ist dazu berufen, in dieser Botschaft eine führende Rolle einzunehmen. he must expose himself to the potential to be criticized and condemned. Der setzt sich auch dem aus, dass er höchstwahrscheinlich kritisiert und verurteilt wird. And this is why many people do not stand up to present the message of truth. Deswegen gibt es viele, die es nicht wagen, aufzustehen und diese Wahrheit zu verkündigen. They don't want to be criticized. Sie wollen nicht kritisiert werden. And it's actually easier to sit back and to criticize others for the attempts they make to share the truth. Es ist natürlich viel leichter, sich zurückzulehnen und andere zu beobachten und sie zu kritisieren, wie sie versuchen, die Botschaft anderen mitzuteilen. And this is what leads me into this story of Gideon that I want to share with you today. Und das führt mich in diese Geschichte mit Gideon, die ich mit euch heute teilen möchte. And I just want to set up a bit of background to this story. Ich wollte nur ein bisschen einen Hintergrund zu dieser Geschichte geben. I have said in some of my presentations to English audiences In manchen meiner Vorträge zu englisch sprechenden Zuhörern habe ich Folgendes gesagt: that the story of Joseph has application for us today. Dass die Geschichte von Josef auch eine Anwendung hat auf uns heute. Particularly his dream of the 7 good years and then followed by 7 bad years. Besonders seine Träume von den 7 guten Jahren voller Überfluss und den 7 Jahren, wo dann eine Hungersnot sein sollte. And in terms of the message that God has been giving us about his character, Und in Bezug auf die Botschaft, die Gott uns über seinen Charakter gegeben hat, we have had 7 years of such light coming to us. wir hatten 7 Jahre, wo so viel Licht zu uns gekommen ist. And as I'm looking at what is happening in the world at the moment, Und wenn ich auf das schaue, was gerade in der Welt vor sich geht, it would appear that we are going to face some challenges just ahead of us. da sieht es wirklich so aus, als wenn vor uns noch einige Herausforderungen liegen. And it may be that we will face 7 years of great difficulty. Und es kann sein, dass wir 7 Jahre von großen Schwierigkeiten vor uns haben. But I want to share with you something that happened to me 20 years ago. Ich will euch was erzählen, was mir vor 20 Jahren geschehen ist. Back in 2001,
Im Jahr I 2001 I first was shown the identity wars message. da wurde mir zuerst die Botschaft über den Identitätskrieg gegeben. And then over the next 7 years, we Die began nächsten to develop this. Ja. Die nächsten 7 Jahre haben wir angefangen, diese Botschaft mehr auszulegen und zu entwickeln. It was a period of great light. Es war auch eine Periode von viel Licht. And partway through that journey, Brother Ruben joined me in this. Ja. Und also auf dem halben Weg in dieser Zeit ist Ruben zu mir gekommen, zu mir gestoßen und hat mit mir diese Botschaft verkündigt. The following 7 years for me after this was extremely difficult. Die nächsten 7 Jahre, die danach folgten, waren für mich extrem schwer. I experienced trials that I never imagined I would go through. Ich habe Prüfungen gehabt und Probleme, von denen ich mir nie vorstellen konnte, dass ich die mal durchgehen musste. But through those trials, Aber während ich durch diese Prüfungen ging, the things that I had learned in the previous 7 years were now becoming part of me. da geschah es, dass die Dinge, die ich in den vorigen guten 7 Jahren gelernt hatte, geschah es, dass die ein Teil von mir wurden. And maybe I can express this with a little bit of humor. Vielleicht kann ich das ein bisschen humorvoll ausdrücken. Maybe my beloved German family is not as hard-headed as us Dutchmen. Vielleicht ist meine deutsche Familie nicht so hart, so hart wie oder hat so harte Herzen wie mein holländisches Herz. And maybe it will only take you a couple of years, but for me it took 7 years of trial to fix and change my mind. Also vielleicht dauert es bei euch nicht so lange, aber bei mir hat es 7 Jahre gedauert, bis ich wirklich meinen Gedanken verändert habe. But I think that we are all sons and daughters of the one father and mother. We all have the same problem. Weil wir ja alle Kinder desselben Vaters und derselben Mutter sind, haben wir eigentlich alle das gleiche Problem. And what I'm trying to say to you is that the beautiful things that we are learning over the last 7 years, was ich euch sagen möchte, ist, dass diese wunderbaren Dinge, die wir in den letzten 7 Jahren gelernt haben, that one of the only ways to really know that you believe these things is to be tested and to be tried. Da gibt es nur einen einzigen Weg, um zu prüfen, ob du das alles wirklich glaubst, ist, dass du darüber geprüft wirst. And this is what the Bible tells us. Where sin abounds, grace does much more abound. Und die Bibel sagt uns, wo die Sünde überfließt, da wird die Gnade noch mehr überfließen. And I'm not trying to be a prophet of doom and gloom. Ich bin kein Prophet von Doom and Gloom. Don't know. Einfach Negativem und Schicksal und. Ja, okay, ich bin kein Prophet, der euch das Schicksal oder was voraussagen kann. But I get the sense that the next 7 years are going to be quite difficult for us. Aber ich habe das Gefühl, dass die nächsten 7 Jahre für uns alle sehr schwer werden. And we will see whether what we have been learning for the last 7 years will stay with us or not. Und da können wir wirklich sehen, ob das, was wir in den letzten 7 Jahren gelernt haben, bei uns bleibt oder nicht. And this is where I would like us to turn to Judges chapter 6. Und das ist der Punkt, wo ich mit euch gern zu Richter Kapitel 6 gehen möchte. Das Buch der Richter Kapitel 6. It's interesting in this story that the children of Israel were captives to Midian for 7 years. Es ist interessant, dass die Kinder Israel 7 Jahre gefangen genommen waren von den Midianitern. And we read in verse 4 Wir lesen im Vers 4, that the Midianites took control of the food supply of Israel.
dass die Midianiter angefangen haben, die Lebensmittelvorräte der Israeliten zu kontrollieren. And Israel responds to this, and I just need to pull up my Bible. Verse 6, Judges 6, verse 6. Jetzt sind wir Richter 6, Vers 6. And Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried unto the Lord. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. And this is an important lesson for us when things get difficult. Und das ist für uns eine wichtige Lehre, wenn die Dinge einmal schwierig werden. That we cry unto the Lord. Dass wir zum Herrn schreien. And I just want to make a point here. Hier möchte ich einen Punkt machen. The difficulty that we are about to face Die Schwierigkeiten, denen wir jetzt entgegensehen, is because of our sinfulness. die kommen über uns wegen unserer Sündhaftigkeit. We have all been involved in the worship of a wrong understanding of God. Wir waren alle Teil davon, einen falschen Gott angebetet zu haben. We have all been involved in judging and condemning others. Wir waren alle damit involviert, andere zu verurteilen und zu richten. And if anyone feels that what I said is unfair, please don't judge me. Und wenn jetzt jemand denkt, was ich sage, das stimmt nicht, das ist unfair, dann richtet mich bitte nicht. So what we are about to face is not simply because the New World Order is trying to impose on us as innocent people. Also das, was vor uns liegt, ist nicht nur deswegen, weil die neue Weltordnung uns etwas aufdrücken will. We are not innocent people. Und auch nicht deswegen, dass wir vielleicht unschuldig darüber sind. Wir sind nicht unschuldig. If we feel we are innocent, then we will be tempted to want to go up against this power. Wenn wir denken, dass wir unschuldig sind, dann haben wir die Neigung, gegen diese Macht vorzugehen. We will have an oppositional mindset. Wir haben dann ein oppositionelle Gedanken. And we will be tempted to fight what is happening. Und wir sind versucht, gegen das zu streiten, was geschieht. And of course, there are decisions that we all have to make Natürlich müssen wir alle Entscheidungen treffen, as to how far we will be pushed by the government. Ja, und zwar darüber, wie weit wir uns von der Regierung drücken lassen oder zwingen lassen. And we are constantly asking the question, when is the government asking me to violate the commandments of God? Und wir fragen uns natürlich ständig, wann wird es geschehen, dass die Regierung mich zwingen will, die Gebote Gottes zu übertreten? These are questions we will have to answer. Das sind Fragen, die wir beantworten müssen. But I believe that God wants to prove us through this next time period. Aber ich glaube, dass der Herr uns durch diese nächste Zeitperiode hindurch prüfen will und auch beweisen will. We see that when the children of Israel cried unto God, Wir sehen, als die Kinder Israels zum Herrn geschrien haben, how God responds in verse 8. da können wir im Vers 8 lesen, wie der Herr darauf reagiert hat. It says that the Lord sent a prophet unto the children of Israel, which said unto them, Thus saith the Lord God of Israel, I brought you up from Egypt and brought you forth out of the house of bondage. Da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. And I delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hand of all that oppressed you and drave them out from before you and gave you their land. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben.
And I said unto you, I am the Lord your God. Fear not the gods of the Amorites, in whose land you dwell, but you have not obeyed my voice. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. And so God sends a prophet to rebuke them for their sin. Gott sendet einen Propheten, der sie ermahnt wegen ihrer Sünden. And with the things that we have been learning Mit den Dingen, die wir jetzt gelernt haben. about what our Father's character is really like, Darüber, wie der Charakter unseres Vaters wirklich ist. we must come to the conclusion that we have not obeyed the voice of our Father. Dann müssen wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir der Stimme unseres Vaters nicht gehorsam gewesen sind. And so now sin must abound, that grace might much more abound. Und jetzt muss die Sünde überfließen, damit die Gnade noch mehr überfließen kann. And now we come to a very important part of the story. Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Teil dieser Geschichte. In verse 11. In Vers 11. And there came an angel of the Lord and sat under an oak which was by Ophrah, that pertained unto Joash the Abrazites, and his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophrah. Die gehörte Joas, dem Abisniter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. And the angel of the Lord appeared unto him. Who is the angel of the Lord? Da erschien ihm der Engel des Herrn. Wer ist der Engel des Herrn? Who is this angel of the Lord? Wer ist dieser Engel des Herrn? Der Sohn Gottes. The Son of God. The Son of God. Thank you, Ruben. And said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Und er sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Was Gideon a mighty man of valor? War Gideon ein tapferer Held? He's hiding in a winepress, threshing wheat, hiding from the Midianites. Also er versteckt sich in dieser Kelter oder wo er da war und hat heimlich Weizen gedroschen, um sich vor den Midianitern zu verstecken. War der also tapfer? And the Son of God calls him a mighty man of valor. Also der Sohn Gottes nennt ihn einen tapferen Held im Deutschen. The Spirit of prophecy says to us, Der Geist der Weissagung sagt uns, there is a lesson for us in the story of Gideon's army. da gibt es eine Lehre für uns in der Geschichte von Gideons Armee. When the Son of God says to Gideon, you are a mighty man of valor, Wenn der Sohn Gottes zu Gideon sagt, du tapferer Held, it's not because Gideon was a mighty man of valor. He wasn't. dann heißt es nicht, dass Gideon ein tapferer Held war, denn das war er nicht. It's because this is what the Son of God was going to do in him. Weil das war das, was der Sohn Gottes in ihm vollbringen wollte. And the lesson for us today Und die Lehre daraus für uns heute is that with the message that we have been given, die ist mit dieser Botschaft, die uns gegeben worden ist. there is a very, very small group of us around the world who are looking at this. Da gibt es eine ganz kleine Gruppe in der ganzen Welt, die dahinter stehen. And in terms of this movement, there is probably between 200 and 300 people Und diese Bewegung hat weltweit vielleicht 200 bis 300 Leute, who have a reasonable understanding of what we are studying. also die ein richtiges Verständnis von dem haben, was wir studieren. And so if you are studying this message, Wenn du diese Botschaft studierst, the Son of God is saying to you today, thou mighty man of valor. dann sagt der Sohn Gottes heute zu dir, du tapferer Held. God has chosen you for this hour. Gott hat dich für diese Stunde erwählt.
When I knelt down this morning to pray to our Father, Als ich heute Morgen niedergekniet habe und zu meinem Vater gebetet, I asked him if there was a specific message that he wanted me to give you. da habe ich ihn gefragt, ob es eine besondere Botschaft gibt, die ich euch heute geben soll. And he gave me 2 Bible verses. Und er hat mir 2 Bibelverse gegeben. The first Bible verse is 1 Peter 2:9. Der erste ist 1. Petrus 2, Vers 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. And this is what I believe that he wanted me to tell you. Und das ist, was ich glaube, was Gott möchte, dass ich euch sagen soll. And Halleluja. Amen. when I look at my life Wenn ich mein Leben anschaue and I look at my character, und wenn ich meinen Charakter anschaue, I see many faults and weaknesses in my character. sehe ich viele Fehler und Schwachheiten in meinem Charakter. I am often tempted to question why God would call me to be a leader in this message in these last days. Ich bin oft versucht, das in Frage zu stellen, warum Gott gerade mich berufen hat, ein Führer in dieser Botschaft zu sein. I sometimes feel very deeply about things, Manchmal denke ich sehr tief über Dinge and it takes me tremendous amounts of prayer to control my emotional feelings about subjects at times. und manchmal kostet es mich unglaubliche Kraft, meine emotionalen Gefühle irgendwie im Zaum zu halten, wenn es um gewisse Dinge geht. Maybe Pastor. some of you can. Sorry. Can I just clarify something? Yes. Was Adrian gerade meinte, ist, er ist oft sehr empfindlich. Also wenn jemand spricht, kann es ihn persönlich verletzen und es nimmt ihm Zeit, um zu arbeiten. I was just clarifying the point about you saying you're being sensitive. It was translated a little bit differently. Okay, maybe I didn't understand it right. Okay. That's okay. Ja. Yes. Bit sensitive. Mhm. Yep. And I have often prayed to the Lord, Ich habe oft gebetet zum Herrn. why don't you choose someone that is calm Warum kannst du nicht jemanden aussuchen, der ruhiger ist als ich and doesn't seem to be tempted to get upset? und der nicht so schnell versucht ist, wütend zu werden? And we are still having this discussion together. Und wir haben immer noch diese Diskussion zusammen. But I believe that I am a son of God Ich glaube aber, dass ich ein Sohn Gottes bin and that my Father has called me. und dass mein Vater mich berufen hat. And if he says that I am a mighty man of valor, Und wenn er sagt, dass ich ein tapferer Held bin, I choose to accept it, dann entscheide ich mich dafür, das anzunehmen. even though sometimes I feel like I want to vomit. Obwohl ich mich manchmal selber fühle, als wenn ich mich übergeben wollte. Because I don't feel like it. Weil ich nicht fühle, dass es da so ist. And I have plenty of people telling me that I am pathetic. Und es gibt genug Leute, die mir sagen, dass ich krank bin. So some days you feel like you don't want to get out of bed. Manchmal fühlt es sich so an, als wenn ich nicht aus dem Bett kommen möchte. But that's not going to preach the gospel if I stay in bed. Aber dann wird das Evangelium nicht verkündigt, wenn ich im Bett bleibe. So I get on my knees and I ask God for strength. So gehe ich wieder auf meine Knie und bitte Gott um Kraft. And I choose to believe that
he has called me. Und ich entscheide mich dafür zu glauben, dass er mich gerufen hat. That where sin abounds, that grace will much more abound. Denn da, wo die Sünde überfließt, wird die Gnade noch viel mehr überfließen. And I pray this for each of you. Das bete ich für jeden von euch. Many of you may wonder, I'm not called to do this. Manche fragen sich vielleicht und denken, ich bin gar nicht berufen dazu, das zu tun. I'm just going to sit here in the corner and watch. Ich sitze hier einfach nur so in der Ecke und beobachte alles. But we need to trust God. Aber wir müssen Gott vertrauen. That he will help us and use us to finish this message. Dass er uns hilft, diese Botschaft zu vollenden. And not only for ourselves. Nicht nur für uns selbst. Some of us may feel that we are called of God. Manche fühlen, dass sie berufen sind von Gott. But there are others around us that maybe are leading that you think are not called of God. Und das sind andere, von denen du das Gefühl hast, die sind nicht berufen von Gott. I was having a conversation with a couple of young people last week. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit ein paar jungen Leuten. And they were speaking to me about the weaknesses of some older people in the movement. Und sie haben zu mir gesprochen über die Schwächen von manchen älteren Leuten in dieser Botschaft. Those of us that are older and remember when we were younger, diejenigen unter uns, die älter sind und sich daran erinnern, wie sie jünger waren, we remember the idealism that we had for the world. Dann können wir uns daran erinnern, welchen Idealismus wir hatten für die Welt. And how we wanted to change the world. Und wie wir die Welt verändern wollten. But as you get older, aber wenn man älter wird, the sins that you committed in your youth, die Sünden, die du in deiner Jugend begangen hast, they really start to have an effect on you. Die fangen an, einen Einfluss auf dich zu haben. And this is where young people can look at older people and say, look at these crazy old people. Das ist so, deswegen schauen manchmal junge Leute auf ältere Leute und denken, ach, guck mal, wie verrückt sind die denn? And I said to them, you wait until you get to our age. Dann habe ich gesagt, na wartet mal ab, bis ihr so alt werdet wie wir. And the sins that you have committed in your youth catch up with you. Und dann werden die Sünden, die ihr in der Jugend begangen habt, auf euch zurückkommen. And then you can judge. Und dann könnt ihr selber richten. Those of us who are a bit older, we are carrying sins that we have committed for much longer. Und die von uns, die älter sind, die tragen die Sünden, die wir mal getan haben, schon viel länger. But again, where sin abounds, grace does much more abound. Aber auch hier heißt es, da wo die Sünde überfließt, wird die Gnade noch mehr überfließen. And so we see that God has called a group of us together. Wir sehen, dass Gott eine Gruppe von uns zusammengeführt hat und berufen hat. And we can clearly see the specks in each other's eyes at times. Und wir können ganz schnell die Splitter in den Augen der anderen erkennen. And we are tempted to question, did God call these people? Und dann sind wir versucht zu sagen, hat Gott wirklich diese Leute berufen? And this is where we come back to the story of Gideon. Und jetzt kommen wir damit mit dem Gedanken zurück zu der Geschichte von Gideon. The Son of God called Gideon a mighty man of valor. Der Sohn Gottes hat Gideon gerufen als einen tapferen Held. And if I didn't know any better and I was standing there, und wenn ich es besser gewusst hätte und dort gestanden hätte, I might be tempted to say to the Son of God, maybe you made a mistake in what you just said. Dann wäre ich vielleicht versucht gewesen, zum Sohn Gottes zu sagen, vielleicht hast du einen Fehler gemacht in dem, was du gerade gesagt hast. I cannot see a mighty man of valor here. Ich kann in Gideon nicht einen tapferen Held erkennen. I see a man hiding, weak. Ich sehe einen schwachen Mann, der sich da versteckt. But God calls those things which be not as though they were.
Aber Gott beruft Dinge, die nicht da sind, dass sie dann ans Licht kommen oder dass sie dann werden. And this history will be repeated for us today. Und für uns wird diese Geschichte sich wiederholen. God instructs Gideon to do something. Und wir sehen, dass Gott Gideon Instruktionen gibt, dass er etwas tun soll. We can read this in Judges 6, verse 24. Wir gehen wieder zu Richter 6 zum Vers 22. Ist es 22 oder 24, Jutta? War es 24? Okay, 24. Then Gideon built an altar there unto the Lord and called it Jehovah Shalom. Unto this day it is yet in Ophrah of the Abrazites. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophrah der Abisriter. And it came to pass the same night that the Lord said unto him, Take thy father's young bullock, even the second bullock of 7 years old, and throw down the altar of Baal that thy father hath, and cut down the grove that is by it. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der 7-jährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild das dabei ist. It is a challenging thing to throw down the altar that your father has erected. Es ist schon so eine Sache, den Altar niederzureißen, den dein Vater aufgerichtet hat. And this is the test that many of us have faced. Das ist auch eine Prüfung, die einige von uns vor sich hatten. In our rejection of the Trinitarian doctrine, we have been asked to throw down our father's idol. Darin, dass wir die Dreieinigkeit abgelehnt haben, wurde von uns quasi verlangt, die Altäre unserer Väter niederzureißen. And this is a difficult process. Das ist kein einfacher Prozess, schwieriger Prozess. We see that Gideon in verse 27, Im Vers 27 sehen wir, he didn't want to do this in the open, so he did it at night. da sehen wir, dass Gideon das nicht öffentlich machen wollte, deswegen hat er es in der Nacht gemacht. Then Gideon took 10 men of his servants, verse 27, and did as the Lord had said unto him. And so it was, because he feared his father's household and the men of the city, that he could not do it by day, that he did it by night. Also das Vers 27, da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. And as we know the story, they found out that Gideon did this. Und wir kennen die Geschichte, sie haben also rausgekriegt, dass Gideon das gewesen war. And they were ready to kill him. Und sie waren, sie wollten ihn töten dafür. Verse 30. Vers 30. Then the men of the city said unto Joash, Bring out thy son, that he may die, because he hath cast down the altar of Baal, and because he hath cut down the grove that was by it. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, Gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. And Gideon's story might have ended right here, except for the fact that his father stood beside him. Und eigentlich hätte die Geschichte von Gideon da auf ein Ende haben können, sein Leben auch, wenn sein Vater ihm nicht jetzt beigestanden hätte. And Joash said unto him, verse 31, Vers 31. Joash said unto all that stood against him, Will ye plead for Baal? Will ye save him? He that will plead for him, let him be put to death while it is morning. If he be a god, let him plead for himself, because one hath cast down his altar. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen, Wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben.
ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Thank the Lord that his father could see that if Baal really was a true God, he could defend himself. Also Gott sei Dank war sein Vater so, dass er mit denen gesprochen hat, gesagt, wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann kann er sich auch selbst verteidigen. I remember when I was first sharing with my father about the problems with the Trinity. Ich kann mich erinnern, als ich das allererste Mal mit meinem eigenen Vater gesprochen habe über die Probleme mit der Dreieinigkeit. Yeah, his first response to me was, "You are simply trying to stir up trouble for nothing." Da hat er, also seine erste Reaktion war, dass er zu mir gesagt hat, du willst einfach nur Probleme machen wegen gar nichts. But when the church moved to disfellowship me from the church, then he began to study this subject. Als es aber dann so weit kam, dass die Gemeinde mich ausschließen wollte wegen diesem Thema, dann hat er selber darüber angefangen zu studieren. And so he rejected the Trinity. So hat er auch die Dreieinigkeit dann abgelehnt. So if my disfellowship from the church was one of the reasons my father rejected the Trinity, then I rejoice. Also wenn der Grund, dass sie mich ausschließen wollten wegen der Dreieinigkeit, der Grund war, dass mein Vater die Wahrheit angenommen hat darüber, dann kann ich mich nur freuen. There's many things we could say about this part of the story. Wir könnten hier über diese Geschichte viel sagen. But the point I think that applies to us here Aber der Punkt, der sich auf uns bezieht hier, is before we can face the Midianites, das ist, bevor wir den Midianitern entgegentreten können, we must understand the truth of the Father and his Son. müssen wir die Wahrheit über den Vater und den Sohn verstehen. We must confront this false teaching in our own lives. Wir müssen in unserem eigenen Leben diese falsche Lehre heraustun. And be willing to suffer for this truth Und wir müssen auch willig sein zu leiden für diese Wahrheit. before we are ready to take the next step. Und das, bevor wir den nächsten Schritt gehen. And so we come, that we have the story of Gideon and the fleece. I think we are familiar with that part of the story. Dann gibt es noch diese Geschichte mit Gideon und diesem Schwamm oder diesem Vlies, diesem Wollvlies. Kennt ihr diese? If not, I invite you to read that at another time. Wenn ihr die Geschichte nicht ganz kennt, dann lest es selber nochmal zu einer anderen Zeit mit dem Wollvlies. But we come now to Judges chapter 7. Jetzt gehen wir nach Richter Kapitel 7. And we see that Gideon rallies many of the men of Israel. Und wir sehen, dass Gideon jetzt ganz viele der Männer Israels zusammengerufen hat. And they start with 32,000. Sie haben angefangen mit 32.000 Männern. And then he says, if anyone is afraid, go home. And Dann hat er gesagt, 22,000 left. Ja, und dann hat er gesagt, wenn jemand Angst hat, die ängstlich sind, die gehen lieber wieder nach Hause. Und dann sind 22.000 wieder heimgegangen. And this is in verse 3 of chapter 7. Das ist im Vers 3 von Kapitel 7. And then when they come down to the water to drink, Dann sind sie runtergegangen zum Wasser, zum Trinken. Let's read verse 5. Lass uns Vers 5 zusammenlesen. So he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water with his tongue as a dog lappeth, him shalt thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf. Ebenso wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. It's interesting how it says those that knelt down and lapped like a dog. Interessant, dass da steht, diejenigen, die sich, die mit der Zunge lecken wie ein Hund. It reminds me of the story in Matthew chapter 15. Das erinnert mich an die Geschichte in Matthäus 15.
when Jesus said, "It is not right to take the children's food and give it to dogs." wo Jesus zu der Frau sagt, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden zu geben. And once again, it is not Jesus who is calling people dogs. Das ist jetzt auch wieder nicht Jesus, der Menschen Hunde nennt. They are choosing this for themselves by the way they drink. Sich selbst erwählt in der Art und Weise, wie sie trinken. And so each man judges himself. Jeder Mensch richtet sich selbst. And there were 300 men Es gab 300 Männer, who, even though they felt like dogs, auch wenn sie sich vielleicht gefühlt haben wie Hunde, they acted like men of valor. die haben sich wie tapfere Helden verhalten. They believed themselves to be sons of God, Sie haben geglaubt, dass sie Söhne Gottes sind. regardless of their feelings. Ganz egal, wie sie sich gefühlt haben. And so we come down to verse 13. Wir gehen jetzt zum Vers 13. No, let's read verse 9. Lass uns noch vorher Vers 9 lesen. It came to pass the same night that the Lord said unto him, Arise, get thee down unto the host, for I have delivered it into your hand. Und es geschah in derselben Nacht, da sprach der Herr zu ihm, steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. So it was already done. So, es war schon erledigt. But God said to Gideon, look, but if you're afraid, I will do something for you. Gott sagt zu Gideon, okay, schau, aber wenn du Angst hast, ich werde was für dich tun. Take your servant and go down and listen to what the Midianites are saying. Im Vers 10 dann, geh runter und horch, was die Midianiter unter sich sagen. And we read in verse 13. Und dann lesen wir jetzt im Vers 13. And when Gideon was come, behold, there was a man that told a dream unto his fellow and said, Behold, I dreamed a dream, and lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell, and overturned it, that the tent lay along. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt. Und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter, und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, sodass sie umstürzten. Und er kehrte sie um, das Unterste zu oberst, und die Zelte lagen da. And his fellow answered and said, This is nothing else save the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel, for into his hand hath God delivered Midian and all the host. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Who could have imagined that Gideon would hear these words from a Midianite soldier? Wer konnte sich das jemals vorstellen, dass Gideon diese Worte hörte, die da von diesem midianitischen Soldaten gesprochen wurden? He never would have expected to hear this. Er hätte das niemals erwartet, so etwas zu hören. And so it says in verse 15, So heißt es jetzt im Vers 15. when Gideon heard the telling of the dream and the interpretation thereof, that he worshipped and returned to the host of Israel. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück. God showed Gideon clearly what would happen. Gott hat Gideon ganz klar gezeigt, was geschehen wird. And this gave him the courage to fight. Und das gab ihm den Mut, dann auch zu kämpfen. And then we read in verse 16. Jetzt lesen wir den Vers 16. And he divided the 300 men into 3 companies, and he put a trumpet in every man's hand with empty pitchers and lamps within the pitchers. Und er teilte die 300 Mann in 3 Abteilungen und gab ihnen allen Schofarhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. And that word for lamp there Und das Wort für Fackeln
is the same word that occurs in Genesis chapter 15. Es ist dasselbe Wort, das in 1. Mose 15 erscheint, where it speaks about the smoking furnace and the burning lamp. wo es über den Ofen sprach und die brennende Lampe, Which went between the sacrifices that Abraham had laid out on the ground. Das waren diese Flammen, die da zwischen den Opferstücken durchführen, die Abraham geopfert hatte. And this lamp is a symbol of Christ. Dieses Lamm war ein Symbol auf Christus. We see that in Revelation chapter 1, Wir sehen in Offenbarung Kapitel 1, that the face of Christ is like the sun shining. Da wissen wir, dass das Angesicht Jesu so hell ist, wie die Sonne scheint. And there is a sword that comes out of his mouth. Und aus seinem Mund geht ein Schwert hervor. Revelation 1:16. Offenbarung 1, Vers 16. And so this is the sword that we use. Das ist das Schwert, das wir benutzen. The sword we use is the word of God. Das Schwert, das wir benutzen, ist das Wort Gottes. And the lamp that we have is the character of Jesus Christ. Und die Lampe, die wir haben, ist der Charakter von Jesus Christus. But we notice that the lamp is hidden in a clay jar. Wir sehen aber, dass diese Lampe, diese Fackel in dem Vers, wie es da übersetzt ist, verborgen ist in einem Tonkrug. And for those of us studying this message of the character of God, Für diejenigen unter uns, die diese Botschaft vom Charakter Gottes studieren, we see such beauty in the character of Jesus. wir sehen so eine Schönheit in dem Charakter Jesu. It burns in our hearts. Es brennt in unseren Herzen. But what we see of ourselves and what others see of us is like clay. Aber das, was wir in uns selbst sehen und was auch die anderen in uns sehen, ist einfach nur wie Erde, wie Ton. The character of Christ is not fully manifested in us. Der Charakter von Christus ist in uns noch nicht völlig manifestiert. It is hidden in this clay jar. Es ist verborgen in diesem Tonkrug. But I encourage you not to doubt that that lamp is burning within you. Aber ich ermutige euch nicht daran zu zweifeln, dass dieses Licht in euch brennt. If your heart is thrilled to know that our Father does not kill his children, Wenn euer Herz darüber aufgeregt und begeistert ist, dass der Vater seine Kinder nicht tötet. if you have rejoiced to know that your Father in heaven has never condemned you, Und wenn ihr euch darüber freut, dass euer Vater im Himmel euch nie verurteilt und gerichtet hat, then this light is burning in your heart. dann brennt dieses Licht in euren Herzen. And we must trust that one day that this light will come fully out of us. Und wir müssen darauf vertrauen, dass eines Tages dieses Licht völlig aus uns herausscheinen wird. And so when Gideon gave the command, Als Gideon den Befehl gab, these men broke the earthen vessel. bei dem Befehl von Gideon haben die Männer diese irdischen Tonkrüge zerbrochen. And the full light of the character of Jesus was fully revealed in them. Und das volle Licht des Charakters Jesus wurde völlig offenbart in ihnen. It is an action that they themselves have taken. Eine Aktion, die sie selbst vorgenommen haben. God does not force the character of Christ to be revealed in them. Gott zwingt das nicht, dass der Charakter von Christus in ihnen offenbart wird. It is an action they have taken themselves. Es ist eine Handlung, die sie selbst vorgenommen haben. They have chosen to be crucified with Christ. Sie haben es erwählt, mit Christus gekreuzigt zu sein. They have chosen to die to their sinful nature. Sie haben sich entschieden, ihrer sündhaften Natur abzusterben. Trusting that Christ would make it a reality. Und sie haben darauf vertraut, dass Christus es zu einer Realität macht. And the revelation of that light around the camp of the Midianites Die Offenbarung dieses Licht rund um dieses
um dieses Lager der Midianiter. It was enough to overthrow them. Es hat gereicht, um sie zu überwinden. The world is not ready for a revelation of the character of Christ. Die Welt ist noch nicht bereit für eine Offenbarung des Charakters Christi. And from this story, I would suggest to you, Von dieser Geschichte würde ich euch sagen, it will only take 300 people around this world to bring this message to a climax. es wird reichen, wenn nur 300 Leute in dieser Welt, dass sie diese Botschaft zu einem Höhepunkt bringen. We are not looking for 30, 40, 50,000 people. Wir schauen nicht aus nach 30, 40, 50.000 Leuten. If we had 50,000 people, Wenn wir 50.000 Leute hätten, we might be tempted to think that we are the ones that are going to accomplish this work. dann wären wir vielleicht versucht, dass wir es sind, die dieses Werk vollbringen können. But 200 or 300 people across the whole earth is impossible for me to do this. Aber 200 oder 300 Leute auf der Erde verteilt, es ist unmöglich, dass das menschlich getan werden kann. But this is all that God needs Aber das ist alles, was Gott braucht, to lighten the earth with its glory, um die Erde mit seiner Herrlichkeit zu erleuchten. the glory of the only begotten Son. Die des eingeborenen Sohnes. As I prayed to our Father this morning, Als ich heute Morgen zu unserem Vater gebetet habe, I chose to believe that he is going to manifest the character of his Son fully and completely in me. habe ich gebetet, dass der Vater das Licht des Charakters seines wunderbaren Sohnes vollkommen in mir offenbart. I know that in the years just ahead of us, Ich weiß, in den Jahren, die jetzt vor uns liegen, we are going to be tested much more than we are now. da werden wir viel mehr geprüft werden, als es bis jetzt geschehen ist. And like Gideon was under the authority of the Midianites 7 years, Und so wie Gideon unter der Autorität der Midianiter stand, 7 Jahre lang, that we may face the same test. kann es sein, dass wir dieselbe Prüfung But at the end of durchstehen müssen. Mhm. But at the end of 7 years, Aber am Ende der 7 Jahre, when our characters are tested, wenn unsere Charaktere geprüft worden sind, I have great hope that there will be 300 people around the world that will reveal the full character of Jesus Christ. habe ich große Hoffnung, dass es 300 Leute in der Welt gibt, die den vollen Charakter Jesu haben werden. I'm not making a prediction about something happening 7 years from now. Ich mache aber keine Voraussage über das, was vielleicht jetzt in 7 Jahren geschehen wird. I'm just saying that after a period of time, we will see this happen. Ich möchte nur sagen, es wird nach einer gewissen Zeitperiode wird das geschehen. And if you are listening to this presentation, Und wenn du diesem Vortrag zuhörst, then you are a chosen generation, a royal priesthood. dann bist du ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. There was one final text that God gave me in closing. Da gibt's noch einen Text, den Gott mir gegeben hat, den ich jetzt zum Abschluss euch geben möchte. And it's Psalm 133, verse 1. Das ist Psalm 133. Ja. 133, Psalm 133. Maybe it's 1 and 2. Maybe it's 1 and 2 in German. But it says, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Also Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Satan has been trying very hard in all of our groups around the world to create disunity. Satan hat sehr hart darum gekämpft, um in fast allen unseren Gruppen in der ganzen Welt Uneinigkeit zu schaffen. But where sin abounds, grace does much more abound. Aber da, wo die Sünde überfließt, wird die Gnade noch viel mehr überfließen.
And so I encourage you not to be discouraged Ich ermutige euch, nicht entmutigt zu sein. and believe that God can change your hearts Und dass ihr daran glaubt, dass Gott eure Herzen verändern kann. and the hearts of your brethren. Und auch die Herzen eurer Geschwister. Do not look at your brother and say, you are not a leader amongst God's people. Schau nicht auf deinen Bruder und sag, du bist kein Führer in Gottes Volk. But say what Jesus says. Sag das, was Jesus sagt. I believe you are a mighty man of valor, Ich glaube, du bist ein tapferer Held. and I will pray for you to this end, Und ich will dafür für dich beten. and we will overcome our enemy. Und wir werden unseren Feind überwinden. And I thank you for listening to this study. I blessing to you. Und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt bei diesem Studium und bete darum, dass es ein Segen für euch sein wird. And I would like to just close with a prayer and then Ja, ich würde gerne mit dem Gebet abschließen. Father in heaven, Vater im Himmel, I thank you for the story of Gideon. ich danke dir für die Geschichte von Gideon. I thank you that this story gives us courage, Ich danke dir, dass diese Geschichte uns Mut gibt. that even when we feel weak, Sogar wenn wir uns schwach fühlen, that you can make us into the people of God that we should be. dann kannst du aus uns das Volk Gottes machen, das wir sein sollen. Lord, we believe that you can help us to overcome our weaknesses and our faults. Vater, ich glaube, dass du uns helfen kannst, unsere Schwachheiten und Fehler zu überwinden. That you can help us to stop judging ourselves and each other. Du kannst uns helfen, uns selbst zu verurteilen und auch die anderen um uns herum. And to love one another as Christ has loved us. Und uns untereinander so zu lieben, wie Christus uns liebt. And that the clay jars can be broken. Und dass die tönernen Krüge zerbrochen werden können. And the battle can be won. Und die Schlacht gewonnen werden kann. And we thank you in Jesus' name. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.